Heute bei den Lately News hat in Miro die Polizei bei der Schlichtung eines Streits zwischen einem Pärchen auch gleich den Grund für den Streit entdeckt. Denn wie sich herausstellte, hatte der 48-Jährige im Haus eine Hanfplantage, von der seine 37-jährige Freundin meinte, dass ihm die Hanfpflanzen viel wichtiger seien, als auch mal Zeit mit ihr zu verbringen. Naja, mal schauen, wie oft ihn nun die Hanfpflanzen im Gefängnis besuchen kommen, seine Freundin definitiv nicht mehr. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Jerusalem mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen Tor 4 Love and Thunder, der seit letzten Donnerstag in ausgewählten Kinos läuft und zusätzlich für recht bescheidene 21,99 bei Disney Plus angeschaut werden kann. Nur fair für 100 Minuten CGI-Donnergewitter. Jedenfalls begleiten wir den liebenswerten Gott aus Asgard in seinem neuesten Abenteuer, nämlich sowohl seiner Liebe aus dem ersten Teil nachzujagen, als auch das CGI Asgard wieder neu aufzubauen. Gemäß dem alten Asgard-Motto Make Asgard Great Again. Again, weil das ja in fast jedem Teil schon einmal platt gemacht wurde. Na, mal schauen, ob Tor 4 Love and Thunder an seinen Vorgänger Tor 3 Lack and Leder rankommt, den es leider nur auf Pornhub zu sehen gibt und in meinem Kopf. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten aus der Heimat und schauen nach Berlin. Zu behaupten, dass Berlin ein Drogenproblem hat, wäre eine maßlose Untertreibung. Nicht umsonst musste sogar der Berliner Bär auf unserer Flagge einem chinesischen Wanderpanda weichen, da der originale Bär selber auch ein massives Drogenproblem hatte. Trotz mehrerer Entzüge, wo er dann von den anderen Wappentieren der anderen Bundesländer temporär ersetzt wurde, konnte er einfach nicht clean werden. Und sein Absturz endete leider letztlich damit, dass er heute im Bürgeramt Wannsee im Wartebereich vor dem Kamin liegt. Ein Problem mit Drogen hatte auch ein 36-jähriger Drogendealer, der in Berlin-Reinickendorf seine Drogen versuchte zu verticken. Allerdings nicht an irgendeinen lokalen CDU-Politiker wie sonst, sondern bot er die Drogen direkt einem Zivilfahnder der Polizei an. Und wenn das nicht schon dumm genug wäre, stellte sich zudem heraus, dass der 36-jährige Drogendealer auch noch selber Polizist war. Und sicherlich hat es nicht dazu beigetragen, dass er direkt vor seiner Dienststelle versuchte, seine Drogen zu verkaufen. Clever. Derweil in Hawthorne. Schon lange sagt sich die Menschheit, dass der Weltraum vermutlich die letzte Grenze ist, wo noch kein Mensch ohne eine eigene Weltraumfirma wie SpaceX, wobei gerade Elon Musk vermutlich nur zurück nach Hause will, zum Planeten Durchgeknallt 4 zuvor gewesen ist. Und wenn uns Star Trek eines gelehrt hat beim Umgang mit Außerirdischen, dann, dass vermutlich eine Runde Snoo Snoo, immerhin hat uns das Captain Kirk gezeigt, reicht, um den ersten Kontakt für beide Seiten mehr als befriedigend zu machen. Was aber bei Reisen in die Unendlichkeit scheinbar noch sinnvoller ist, als ein paar Kondome einzupacken, ist es lieber, die eine oder andere Windel zu tragen. Gerade bei Flügen mit SpaceX, da es dort seit mehreren Jahren massive Probleme mit den Toiletten gibt. Sofern man bei 8G noch ans Pinkeln gehen denken kann. Oh, das Problem kennen wir, meinten nun viele Tesla-Besitzer, denn auch im Tesla funktioniert die Toilette nicht richtig. Noch zum Abschluss die Lately News Filmkritik der Woche zum neuen Tor 4 Love and Thunder, der seit letzten Donnerstag in ausgewählten Kinos läuft oder für peinlich wenige 21,99 bei Disney Plus angeschaut werden kann. Nur hat sich auch dieses Mal wieder gezeigt, dass das Failing Hollywood diesen Film nur vollgestopft hat mit Fake-Göttern.
Bei Tor 4 Love and Thunder führt erneut Taika Waititi Regie, der schon den letzten Torfilm besser machte als 99% aller anderen MCU-Filme. Denn während beim ersten Teil noch der für seine Charakterzeichnung prämierte Kenneth Branagh Regie führte und versuchte Thor so etwas wie eine komplexe Hintergrundgeschichte zu geben, verzichtete Taika Waititi komplett auf diese Schmonzes und reduzierte Thor auf die 3 einfachsten und gleichzeitig wichtigsten Dinge, nämlich Thor, Faust, Aua. Und so prügelt sich Thor auch dieses Mal wieder durch die schönsten Greenscreen-Sets, dass selbst Bud Spencer warm ums Herz wird. Was nur gefährlich ist, weil er dann als Zombie Bud Spencer wieder aufersteht. Deshalb sei nicht gewarnt, Tor 4 Love and Thunder, die dunkel-halbgrüne Lately Fake News Kinokarte an dich, und so kann es von dir noch viele Fortsetzungen geben bis zum Finale Tor 134 Still Alive. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fernmeldeamt mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fernmeldeamt. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen keine Wetternachrichten per Telegram geben wird. Aber nur, weil das Wetter zu faul ist, zum nächstgelegenen Fernmeldeamt zu latschen und zu sagen, dass endlich Sommer ist. Verdammter Sommer, was soll das schon für Wetter sein? Genau, Regen, Sonne, Regen, Sonne. Also ein fast normaler Juni. Das waren die Lately News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten, auch dann wieder aus Jerusalem. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.